Hallo Freunde, heute werde ich euch eine weitere Handelsstrategie zeigen. Zur Erinnerung erzähle ich noch einmal, dass wenn ihr an meiner geschlossenen Gruppe mit Handelssignalen teilnehmen wollt, dann schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich werde euch hinzufügen. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, Kommentar zu schreiben und Daumen nach oben zu geben. Fangen wir an. Heute werden wir mit Währungspaar-Charts handeln. Währungspaare bezeichnen den Wert einer Währung ausgedrückt in einer anderen. Diese Charts eignen sich gut für die technische Analyse. Daher werden wir heute Strategien anwenden, die auf der technischen Analyse beruhen und bei denen es wichtig ist, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die Zahlen der technischen Analyse und die Kursrichtungen zu berücksichtigen. Wir werden auf dem 15 Sekunden Zeitrahmen handeln. In der Regel eröffnen wir Geschäfte für einen Zeitraum von 1 bis 5 Minuten, je nach dem Verhalten des Charts. Heute haben wir $1 auf dem Konto und in der Zukunft sollten es daraus $3.000 werden. Ich hoffe, dass dieses Video für euch nützlich sein wird und ihr werdet etwas für euren Handel mitnehmen und erfolgreich verdienen. Kürzlich berührte das Chartbild in einem Abwärtstrend die Unterstützungslinie und prallte ab. Nach der Korrektur ging der Kurs stark zurück und nähert sich wieder dem Unterstützungsniveau. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um für eine Minute einen Abwärtshandel zu eröffnen. Nach dieser kleinen grünen Kerze dürfte sich der Kurs dem Niveau nähern oder es sogar durchbrechen. Mal schauen. Ja, super, der Preis setzte sicher seinen Rückgang fort, gebildet wurde durch da rote Kerzen und wir verdienten an der Annäherung des Charts mit diesem Niveau. Kein schlechter Start. Wir können sehen, dass das Diagramm einen Abwärtstrend aufweist. Das Unterstützungsniveau ist noch weit entfernt. Der Preis sinkt ziemlich stetig. Bei dieser kleinen Korrektur schlage ich vor, einen Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Der Einstieg in den Handel mit dem Trend nach ein paar grünen Kerzen ist eine ganz tolle Entscheidung. So super, das Diagramm zeigte 2 große rote Kerzen und der Preis ging während des Handels zurück und wir machten Gewinn mit dem Trendhandel. Wir machen weiter. So, hier ist eine klare Abwärtsbewegung. Das Diagramm befindet sich schon seit langem in der Korrekturphase. Jetzt hat der Kurs einen ziemlich starken Rückgang begonnen und ich schlage vor, einen Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Bei dieser kleinen Korrektur scheint ein Trendhandel für mich sehr sinnvoll sein. Das Chart bildete eine große rote Kerze und ging in eine weitere kleine Korrektur über. Der Kurs setzte seine Abwärtsbewegung fort und wir machten Gewinn mit diesem Handel. Zum nächsten Chart jetzt. Hier zeigt das Diagramm einen Abwärtstrend. Nach einer kleinen Korrektur drehte der Kurs um und zeigte einen starken Anstieg. Ich schlage vor, einen Abwärtshandel für 2 Minuten zu eröffnen auf diese kleine Serie von roten Kerzen. Das Diagramm sollte sich weiter entlang des Trends bewegen und zu den Indikatoren des Preises vor der Umkehrung zurückkehren. Schauen wir zu. Das Chart bildete eine Reihe von den roten großen Kerzen und der Kurs fiel stetig und wir machten Gewinn. Ein erfolgreicher Einstieg in den Handel zu Beginn der Preisumkehr half uns, diesen Handel ohne Stress problemlos perfekt zu schließen. Machen wir weiter. Wir sehen einen stabilen Abwärtstrend hier. Das Unterstützungsniveau ist nahe genug. Eröffnen wir einen Handel auf den Trend mit einer Marge. Wir handeln 5 Minuten lang auf der Abwärtsseite und beobachten das Chart.
Ja, das Chartbild war ein wenig launisch, aber danach bildete er 5 große rote Kerzen und bewegte sich weiter abwärts. Der Handel auf den Trend hat sich perfekt bestätigt. So ja, Abwärtstrend hier. Der Kurs hat sich umgekehrt und ist leicht gestiegen. Wir sehen, dass sich ein neuer Umschwung bildet. Eröffnen wir für eine Minute einen Abwärtshandel. Eine kleine Serie roter Kerzen signalisiert uns eine weitere Bewegung im Trend und ich bin sicher, dass der Ausstiegspunkt niedriger sein wird als der Einstiegspunkt. Das Diagramm zeigte eine kleine Volatilität, aber die Trendbewegung setzte sich fort und wir haben ruhig den Gewinn fixiert. In der Regel sind Trades mit dem Trend sicherer als Trades gegen den Trend. Das Diagramm des Abwärtstrends berührte die Unterstützungslinie hier. Danach erholte er sich und der Preis begann sich nach oben zu bewegen. Bei einer kleinen Serie roter Kerzen werden wir ein Geschäft für 3 Minuten nach oben eröffnen. Nach dem Abprallen könnte sich auf dem Chart ein Aufwärtstrend bilden. Schauen wir uns Chart an. Ja klar, das Diagramm hat sich stetig nach oben bewegt. Der Preis steigt weiter an und wir gehen zum nächsten Chart über. Das Chart befindet sich in einem Aufwärtstrend. Vor kurzem gab es einen starken Kursrückgang und wir können sehen, dass der Preis langsam zu steigen beginnt. Wir können davon ausgehen, dass der Preis bald zu den Indikatoren vor der Umkehrung zurückkehren wird und eröffnen wir hier einen Aufwärtshandel für 3 Minuten. Das Diagramm zeigte ein stetiges Wachstum. Der Ausstiegspunkt des Geschäfts war viel höher als der Einstiegspunkt. Und das Diagramm kehrte zu den Indikatoren vor der Umkehrung zurück, wie ich das gesagt habe. Gute Arbeit, lass uns weitermachen. So, hier haben wir einen stabilen Abwärtstrend, bei dem der Kurs sprunghaft anstieg. Der Kurs kehrte auch stark entlang des Trends zurück und jetzt gibt es einen neuen Sprung. Bei einem leichten Kursrückgang eröffnen wir hier einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Nach einer weiteren Umkehrung kann das Chart zu den vorherigen Indikatoren zurückkehren. Das Diagramm ging sicher nach unten und bildete eine Reihe von roten Kerzen, dank derer wir das Geschäft sicher im Plus abgeschlossen haben. Wie ihr sehen könnt, ist das Chart nicht zu den Indikatoren vor der Umkehrung zurückgekehrt und ich schlage vor, dieses Diagramm weiter zu beobachten und einen weiteren Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen, in Erwartung eines weiteren Preisrückgangs. Das Chart zeigte auch hier eine starke Abwärtsbewegung und wir haben den Chart auf dem Kursrückgang zu den vorherigen Zahlen gefangen und 2 ganze profitable Trades verzeichnet. Toller Job! Das Chart befindet sich in einem Aufwärtstrend. Kürzlich gab es einen kleinen Rückgang und der Kurs korrigiert sich momentan. Eröffnen wir einen Aufwärtshandel für 3 Minuten. Ich bin sicher, dass sich der Kurs nach der Umkehrung weiter nach oben bewegen wird.
Ja, das Diagramm war launisch, aber wir haben es geschafft, den Preis auf das Wachstum zu fangen und erhalten Gewinn aus dem Geschäft mit dem Trend. Fahren wir fort. Der stabile Abwärtstrend ist zu einer Korrektur mit einer hohen Volatilität geworden. Bei einer Reihe von grünen Kerzen schlage ich vor, einen Abwärtshandel für 3 Minuten zu eröffnen. Ein guter Einstiegspunkt für einen Trendhandel, würde ich sagen. Ausgezeichneter Vorteil. Der Chart zeigte eine Reihe roter Kerzen und der Ausstiegspunkt lag deutlich unter dem Einstiegspunkt. Die Trendbewegung setzte sich fort und wir setzten unseren Handel erfolgreich um. Hier ist ein ziemlich langer Aufwärtstrend zu erkennen. Wir sehen, dass der Preis scharf nach unten ging und jetzt bei einer kleinen Korrektur schlage ich vor, einen Handel mit dem Trend für 5 Minuten mit einer Spanne zu eröffnen. Diese Zeit sollte ausreichen, um die Korrektur abzuschließen und eine Umkehrung zu bilden. So, seit unserem Einstieg in den Handel hat sich der Kurs nur sehr langsam entwickelt. Wir haben Geld auf einen weiteren Handel mit dem Trend gemacht. Bei unserem heutigen Handel haben wir die Niveaus und die Trendrichtungen analysiert. Wir hatten einen wirklich produktiven Handelstag. Weitere Handelssignale und Handelsstrategien sind in meinem Telegram-Kanal zu finden. Schreibt mir das Codewort Signale bei Telegram und ich füge euch hinzu. Ich danke euch allen, dass ihr euch dieses Video bis zum Ende angeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und einen erfolgreichen Handel. Tschüss!